So, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Anhand des Titels wisst ihr auch schon, wer ist der nächste Kandidat. Ja, es ist die 1967er Ford Shelby Mustang Eleanor, also die Original Eleanor aus dem Film 60 Sekunden. Dieses hübsche Modell hier, wo alles aufgeht, ist der Hersteller Greenlight. Und er kam jetzt hier auf den Schrott. Ist doch Greenlight, oder? Irgendwie steht jetzt hier gar nichts drauf. Doch, Greenlight. Greenlight Hollywood Kollektion. Erstmal habe ich mir gedacht, warum zum Teufel kommt der ja nicht auf den Schrott? Ne? Habe ich keinen Fehler gefunden. Und dann fehlt mir aber auf, es fehlt ein Scheinwerfer. Ja, produktionsbedingt. Dann hat er hier noch irgendwie fühlt er sich komisch an. Und hier drin, in der Heckscheibe, sieht hier wie so eine Art Ölfilm oder Fettfilm in der Innenausstattung. Warum auch immer. Nicht sauber auslackiert oder so. Ich weiß es nicht. Aber ansonsten macht das Modell eigentlich verdammt viel her. Sieht ganz hübsch aus. Sieht dem Filmauto auch sehr gut ähnlich aus. Wobei das Grau, dieses mattgraue hier, ihr könnt das vielleicht nicht so gut erkennen, das sieht nicht so extrem gut aus. Ich kenne das Auto, also Original-Filmauto auch in echt. Ich saß auch schon mal im Original-Filmauto schon drin. Und bin auch schon mal ein bisschen mitgefahren. Und ich muss sagen, die Felgen sehen ein bisschen anders aus. Die sind ein bisschen grauer, sagen wir mal so. So, wir fangen mal an zu zerlegen. Preislich liegt dieses Modell hier bei 80 Euro. Mal mehr, mal weniger, je nachdem wie ihr Glück habt natürlich. Ne? Wenn ihr richtig Glück habt, da kriegt ihr den für um die 50 Euro. Drunter eher schwierig. Aber so eine Regel bewegen die sich zwischen 50 und 100 Euro, meistens aber 80. So. Greenlight hat den rausgebracht. Yala Toys hat den als Tuning-Auto mal rausgebracht mit fetten Felgen und so ein Scheiß. Und Erdl hat den, glaube ich, auch noch. So. Also Erdl ist jetzt Autoworld, ne? Auch die Schrauben lösen sich wenigstens gut. Aber schöner Unterboden, ne? Guck, mit Ölwanne, mit Kardanwelle, mit allem drum und dran, mit Öltank. Auspuffanlage geht hier in den Seiten raus. An alles gedacht. Eine starre Hinterachse. Das heißt, die bewegen sich gleich. Da sind auch noch Schrauben. Schon wieder nicht an Schrauben gespart. Herstellungsland ist China. Gott sei Dank. Das ist auch wahrscheinlich auch der Grund, warum alles aufgeht. Viele denken, das ist wirklich so, weil Greenlight ist ja ein amerikanischer Hersteller, ne? Die sind ja irgendwo in Amerika. Und die denken, die Modellautos werden auch in Amerika hergestellt. Das ist wirklich so, habe ich schon so oft erlebt jetzt. Ja, es war hier, kommt aus Amerika das Modellauto. Nein, der kommt aus China. Nein, der kommt aus Amerika. Ich habe den auch aus Amerika gekauft. Ja, schön, aber den kannst du auch hier in Europa kaufen, kommt aus China. Ja, solche Diskussionen muss ich auch mal führen. Dann glauben die einem trotzdem nicht. Da denken die, immer verarscht. Nein, der kommt aus Amerika, ich habe den da gekauft. Ja. In Amerika gibt es kein Made in China. Gibt es nur Made in Amerika. So, irgendwo verbirgt sich bestimmt noch eine Schraube. Schon ewig keine Eleanor mal zerlegt. Ich habe die Befürchtung, da versteckt sich irgendwo noch eine Schraube. Aber sehen tue ich keine. Ja, das war keine Schraube mehr. So. Der Motor. Zum Teil noch eine oh cool. Eine NOS-Anlage, Nitro. Cool. So, ich löse mal erstmal die Achse vorne. Guck, weil ich hänge ich an diesem Video noch ein paar Bilder an.
von der echten Eleanor. Nee. Die Schraube ist auch schon rund. Ey, warum ist die denn schon rund? Aha. Kann ich noch hier drin ablösen. Man kann auch nur die Felge lösen. Mein Gott, ist das fummelig. Und warum? Nur weil sich eine Schraube sich nicht mehr löst. Aha, gleich ist die lose. Ah, endlich. So, das ist ein bisschen zu hell geworden. Das ist eigentlich grauer gewesen. Aber gut. So, nächste Felge. Ah, okay. Ich muss also erstmal die Schraube hier in der Mitte lösen. Die ist anscheinend mit der Bodenplatte befestigt. Schade. Ja, Tatsache. Mit der Bodenplatte festgeschraubt. Seht ihr? Das ist hiermit verschraubt und deswegen kriegt man den Motor nicht so rausgezogen wie sonst. Schnell den Motor wieder zusammenbauen. Schön, ne? Hier kommt ja noch das Teil hier drin. Kommt ja noch da drauf. Und dann ist es ein vollständiger Motorblock. Geil. Geil, Dogmat. Ich bin ja schon fast bei 10 Minuten. Ich bin noch nicht mal bei der Hälfte angekommen. Ey, meine Fresse. Zack. Ja, komm schon ab. Eigentlich müsste ich nur die Hinterachse abmachen, sage ich euch ganz ehrlich. So. Normalerweise müsste ich die gar nicht lösen. Die Achse. So. Das kann jetzt weg. Hier eine Ausstattung. Keine Gurte, ey. Verdammt, ey. Warum nichts Gurte? Aber dafür klappbare Sitze. Und alles komplett in schwarz. Das ist jetzt wirklich nicht super schön. Und das soll anscheinend einen Überrollbügel darstellen. Das sieht auch nicht besonders aus. Und man sieht jetzt auch hier ganz deutlich diese schlechte Lackierung der Innenausstattung. Die fleckig lackiert. Ja, das ist nicht so schön. Greenlight. So. Das Auto ist wahrscheinlich von fast jedem Menschen, von jedem, den man so kennt, das Traumauto schlechthin. Jeder würde das gerne besitzen. Das echte Auto aus dem Film, das geht ja für mehrere Millionen.
weg bei Versteigerung. Die Nachbauten, die kosten ja so ab 80.000 Euro aufwärts, oder Dollar, weiß ich nicht. Guck mal, die nächste Schraube, die ich mitmacht. Das häuft sich jetzt aber hier ein bisschen. Meine Fresse, was ist denn los hier? So. Ach, schönes Armaturenbrett. Das ist auch so komisch. Sieht merkwürdig aus. Aber ansonsten nicht schlecht. Aber ja klar, das ist das Scharnier der Motorhaube, was nicht mitmacht. Das Scharnier der Motorhaube ist ein Teil des Motorraums. Also das haben die aus quasi aus einem Teil haben die zwei gemacht. Ist ja auch nicht so verkehrt. Und man sieht aber auch, dass es auch sehr fest reingeschraubt wurde. Ja, jetzt löst sie sich. Ja, ihr merkt schon, das ist kein 5-Minuten-Video hier. Selbst für mich. Da haben wir ihn. Gaspedale, Spritzwand, Scharnier. Alles in einem Teil. Seht ihr? Aber auch schön ist, dass es hier einzelne Teile sind, die Schnellverschlüsse. Das sind jetzt nicht nur so irgendwie so Aufkleber, irgendwie sowas, sondern richtige Teile. So, das nächste Scharnierchen. So, die Scheiben sind natürlich festgenietet, ne? Das habe ich auch nicht anders erwartet. Aber jetzt versuche ich erstmal die Scheibenwischer, das Stückchen Motor hier noch rauszubekommen. Oh, das sitzt aber ziemlich gut, ey. Ich überlege gerade, ob ich schon mal eine Greenlight Eleanor zerlegt habe. Ich glaube, die letzte, die ich zerlegt habe, das war... glaube ich, eine Ertel. Viele nehmen ja auch die 68er Mustang von Road Signatures und sagen, das wäre die Eleanor. Ne? Das ist natürlich völlig falsch, weil die Original Eleanor ist eine 67er und keine 68er. Ist ein großer Unterschied. Also selbst ich erkenne sofort, das ist nicht das ein und dasselbe Modell. Es ähnelt, ja, aber ist nicht das gleiche Modell. Aber einige Leute versuchen das einen trotzdem zu verkaufen. Das ist immer so geil, ey. Aber da könnt ihr ja bestimmt auch schon Geschichten erzählen. Auch geil mit den zwei Zusatzscheinwerfer hier vorne, ne? Das ist immer auch schön anzusehen. Na komm, löse dich, Kleber. Da ist der fehlende Scheinwerfer.
Kühlergrill mit den 2 Zusatzscheinwerfern. So, Diffuser. Langsam bewegen wir uns dem Ende hin. Zack. Die coolen Rücklichter. Tankdeckel. Und jetzt mein Freund der Dremel. Ach, die Luftanlässe. Zack. Na komm jetzt. Das hasse ich so, ne? Wenn der eine ohne Probleme abgeht und der andere meint, ihr müsst jetzt einen auf Mariah Carey machen, ey. Eine Diva. Guck dir das gibt's doch nicht. Da. Jo. Jetzt noch einmal drehen. Oh, ey, schon fast 20 Minuten bin ich am Zerlegen. Ist gar nicht genietet. Ist geklebt. Aber nicht sparsam geklebt. So. Lufteinlässe, Scheinwischer, Scheinwerfer. Alles demontiert, alles fertig. Das ging ja doch am Ende nochmal zügig. Cooles Modellauto. Nicht perfekt. Aber cool. Wenn ihr den so um die 50, 60, 70 Euro bekommt, also unter 80 Euro ist super. Am perfektesten ist natürlich unter 50 Euro. Aber lasst euch nicht veräppeln, der 68er ist nicht die Eleanor. Nur die 67er. Also achtet da drauf, diese Log-Angebote mit den Road Signatures sind echt gefährlich. Die tauchen sehr oft bei eBay und eBay Kleinanzeigen auf, wo Eleanor drauf steht, dabei ist das Ding überhaupt gar nicht. Also achtet bitte da drauf. Es ist nur die 67er, nicht die 68er. So, der von Greenlight ist eigentlich an sich nicht schlecht. Wie gesagt, nicht perfekt. Man kann hier noch ein bisschen Hand anlegen, ein bisschen veredeln, Gurte, Innenausstattung veredeln. Das Armaturenbrett ein bisschen verbessern und vielleicht die Felgenfarbe noch anpassen. Aber ansonsten hat man eigentlich hier ein ziemlich cooles Modellauto. Wobei ich das ein bisschen zu glitzermäßig finde vom Lack her. Aber gut, ne? Geht noch, sagen wir mal, geht noch. Es hat eine Grenze, geht noch. So, danke fürs Zugucken. Das war ein langes Zerschlachten. 2 Kandidaten kommen noch und dann geht's los mit dem Schlachtfest.